heiße Oliver Clay, bin 28 Jahre alt, bin geborener Berliner. Ich spiele schon fast mein ganzes Leben lang Basketball, seitdem ich 8 bin, seitdem man anfangen kann sozusagen. Und bin einfach dabei geblieben, als Liebe auf den ersten Blick war sozusagen. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ganz gut drin bin. Habe das ein oder andere Angebot bekommen und jetzt bin ich Profi. Bestimmt 80% von meinem Tagesablauf. So. Okay, man kann eigentlich sagen, eigentlich ist es gar nicht so zeitintensiv. Es sind ca. 2x2 Stunden am Tag. Dazwischen hast du eine kleine Mittagspause, kannst Mittagsschlaf machen, musst natürlich was essen, musst dich ein bisschen ausruhen, weil du halt natürlich dann auch Pause brauchst. Und dann geht es morgens um 10 Uhr ungefähr los, 2 Stunden. Das wird meistens so eine Athletikeinheit oder zu werfen, ein bisschen Individualtraining, da wird sozusagen in Feinheiten gearbeitet. Und abends geht es dann ins 5 gegen 5, 3 gegen 3, also mit dem Team Basketball sozusagen. Und ja, jetzt ein bisschen an die Systeme sozusagen. Also ich habe mir natürlich schon oft überlegt, wie geht es auch danach weiter und was könnte ich sonst noch so machen, aber ich habe mir einfach überlegt, okay, ich bin 2,5 Meter groß, ich habe einen ganz guten Körper für Basketball, für Sport allgemein und da muss man das natürlich auch ausnutzen. Und ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann, also ich habe schon immerhin was Kleines danach auch angefangen zu studieren. Und ja, ich habe mich eigentlich nie so drüber nachgedacht, okay, was wäre jetzt, wenn ich mich irgendwie groß verletzen würde. Würde ich dann spontan sehen, aber so, das ist erstmal mein Plan, noch ein paar Jahre zu spielen und dann mal schauen, was es da gibt. Ich meine, Verletzungen gehören dazu zum Sport, leider Gottes. Also ich glaube, wenn man sich nicht verletzen würde, dann wären halt einige Spieler noch mal deutlich weitergekommen. Und, ja, aber wie gesagt, man sagt, okay, das ist übertrieben gemeint, Sport ist Mord, aber ich habe auch einige Verletzungen, zum Glück nicht so große gehabt, aber ja, Verletzungen, wie gesagt, gehören dazu und man muss mit leben. Man muss probieren, trotzdem seinen Körper so gut wie möglich vorzubereiten und dementsprechend Krafttraining, Stabilisationstraining machen. Ohne die Leidenschaft geht es natürlich nicht. Ich bin auch ein Typ, der immer Competition braucht, der sehr gerne einfach die Herausforderung sucht und das Duell braucht sozusagen. Und ja, man muss natürlich sich auch aufopfern für und immer dabei bleiben und man will einfach man muss das spüren halt irgendwie, das ist so ein Kitzeln und wenn es halt zum Training geht und wenn man dann wirklich weiß, okay, jetzt spielt man gegeneinander, dann muss man einfach immer diesen Willen haben, dass man gewinnen will. Ich bin ein sehr schlechter Verlierer und ich glaube, das sollte man irgendwie so in sich haben, aber das haben auch die meisten, die dann Sport machen. Mein Vorbild war eigentlich damals mein Vater und mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Und mein Vater ist damals mit uns auch auf den Freiplatz wie heute gegangen. Und ja, ich habe ihn einfach beobachtet dabei und er hat uns beigebracht und ja, dann ging es sozusagen los. Also, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, wortwörtlich am Ball zu bleiben, weil bei mir ging es auch sehr spät los, dass man wirklich gesagt hat, okay, ich kann damit Geld verdienen und ich war auch damals einer der eher schlechteren aus meinem Verein und es sah immer so aus, als ob andere in diese Richtung gehen, Profi zu sein. Und ja, bei mir ging es halt wie gesagt sehr spät los, dass ich überhaupt realisiert habe, okay, ich kann das doch vielleicht doch besser als die anderen und habe auch einige Rückschläge, als ich jung war, erlebt. Also man muss halt einfach fest dran glauben, dabei bleiben, trainieren und ja, einfach am Ball bleiben.